14 Tage lang war ich Gast auf diesem Platz in Þorskeiðin. Gecampt habe ich direkt am Bach. Der Platz liegt an einer Baustraße und ist keine Schönheit, aber er ist praktisch, ausreichend groß und es gibt sogar Ladestationen für Elektroautos. Wer meinen ersten Film aus Island gesehen hat, weiß, ich bin ein Reisender auf der Suche, ein Mann ohne Plan. Wahrscheinlich ist das ein Grund für ein größer werdendes Problem. Ich bin langsam und in den letzten 2 Monaten kaum vorangekommen. Wenn ich mit meiner bisherigen Reisegeschwindigkeit weiterfahre, bräuchte ich vermutlich Jahre, um Island zu umrunden. Gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen Angst, meine stille und einsame Enklave hier im hohen Norden zu verlassen und Richtung Ringstraße zu fahren. Wir haben es jetzt Mitte Juli, es ist Hauptreisezeit und ich befürchte, dass dort unglaublich viele Touristen unterwegs sind. Für mich auf der Suche nach Natur und Einsamkeit ein Wagnis. Damit ihr euch besser orientieren könnt, hier eine Karte von Island. Diese Strecke bin ich bisher gefahren, immer im Nordosten bleibend, abseits der üblichen Routen. Hier fand ich das Island, auf das ich gehofft hatte. Meine heutige Strecke von knapp 100 Kilometern führt jedoch näher an die Ringstraße und in Regionen, die bei Touristen beliebt sind. Zunächst ist es jedoch eine einsame Fahrt unter wolkenverhangenem Himmel. Maybe I got someplace to go. Ever think about that? Maybe I'm just lost again. Yeah, I think about that. All of a sudden it's time to think again. So before I sink back to my senses, I would like to run, to run away. I would like to run, to run away. I would like to run. Run away, I would like to run, to run away. On ton te dom de, on ton te do, on ton te dom de, on ton te dom. Die Hauptattraktion meiner Fahrt ist eine Brücke oder besser das wilde graue Wasser darunter. Hier fließt der Jökulsá á Fjöllum, zu Deutsch Gletscherfluss auf den Bergen. Der Fluss hat die Landschaft hier geprägt und wird mir in den nächsten Tagen immer wieder begegnen. Auf der einen Seite meandert der Fluss in Richtung Grönlandsee. Auf der anderen Seite liegt ein Nationalpark. Dort ist mein Campingplatz, das Ziel meiner Reise.
Dieser Campingplatz liegt in einer riesigen Schlucht mit dem Namen Ausberry. Diese Schlucht ist hufeisenförmig und es gibt zwei Erklärungen für ihre Entstehung. Entweder war es der Göttervater Odin bzw. sein achtbeiniges Pferd, was diese Schlucht geschlagen hat, oder aber die Ursache sind die Ausbrüche von Gletscherseen. Sucht euch einfach die Erklärung aus, die euch am besten passt. Man kann hier ganz wunderbar wandern und auf eine der Wanderungen nehme ich euch jetzt mit. Die Route startet direkt am Campingplatz und führt durch einen Nationalpark mit dem unaussprechlichen Namen Jökulsárgljúfur oder so ähnlich. Zum Prinzip des Nationalparks habe ich ein ambivalentes Verhältnis. Den Schutz der Natur begrüße ich grundsätzlich, unabhängig von Ort und Form. Doch diese Parks sind oft überlaufen und die Natur wirkt seltsam domestiziert und geordnet. Meine Wanderstrecke führt parallel zu einer beeindruckenden, mehrere Kilometer langen, senkrechten Felswand. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie groß das achtbeinige Pferd von Odin wohl gewesen sein muss. Ein Luftbild für den besseren Überblick, leider in schlechter Qualität. In Nationalparks ist das Fliegen mit der Drohne verboten, daher bin ich weit außerhalb und bei schlechtem Wetter gestartet. Was man hier sieht, ist erst auf den zweiten Blick ungewöhnlich. Es gibt Bäume, sogar einen kleinen Wald. In dem fast baumlosen Island gleicht das einem Wunder. Später erfahre ich, dass der Wald in den 1950er Jahren künstlich angelegt wurde, also noch vor der Gründung des Nationalparks. Am Ende meines Weges stehe ich schließlich vor einem Parkplatz. Die Besucher kommen auf breiten Wegen, um zu noch breiteren Holzplattformen zu laufen. Dort schauen sie entweder auf ihre Handys oder mit dem Handy in die Landschaft. Die Natur wird zur Kulisse, zur Dekoration. Jetzt versteht ihr vielleicht, was ich mit ambivalent meine. Lange werde ich mich an diese Entenfamilie erinnern. Ihre Tauch- und Schwimmübungen waren wirklich herzallerliebst. Wanderung im Nationalpark, zweiter Versuch. Diesmal starte ich aber nicht direkt am Campingplatz, sondern fahre erst einmal ein kleines Stück mit dem Auto. Es ist eine Fahrt von etwa 15 Kilometern Richtung Südwesten zu einer kleinen Parkfläche. Hier gibt es auch einen winzigen Zeltplatz, auf dem Wohnmobile und Anhänger jedoch nicht erlaubt sind. Ich parke und trete ein in die Welt der Regularien. Es gibt Hinweisschilder und Verbotsschilder sowie deutlich sichtbare Wege mit noch deutlicheren Abgrenzungen. Es wirkt eher wie eine Ausstellung. Mit freier Natur hat das kaum noch etwas zu tun. Andererseits ist alles professionell installiert und gepflegt. Und die Isländer haben alles Recht und zweifellos gute Gründe, ihre Natur vor uns Besuchern zu schützen. Ich höre jetzt auf mit dem Lästern. Tut mir auch immer ein bisschen leid, aber der Nationalpark und ich, wir werden wohl keine Freunde. Ich zeige euch jetzt das, was man hier sieht, und das ist durchaus beeindruckend.
Auf einer Länge von mehreren Kilometern sieht man eine Reihe von Vulkankratern. Genauer gesagt sind es die Lavapfropfen, die einst in den Schloten der Vulkane steckten und diese verschlossen hatten. Das umgebende lockere Erdmaterial wurde hingegen im Laufe der letzten Jahrtausende weggeschwemmt. Bizarre Strukturen, wie von Menschenhand geschaffen. Aber hier war allein die Natur der Baumeister. Es ist ein faszinierender Rundweg und wie so oft gilt, je weiter man sich vom Parkplatz entfernt, desto einsamer und spannender wird es. Nach meinen bisher eher ernüchternden Wandererfahrungen in dieser Region kann ich diese Strecke durchaus empfehlen. Um mir mein Bild von einem ruhigen und entspannten Island nicht kaputt zu machen, habe ich bisher die klassischen Touristenziele hier ignoriert. Das heißt, ich habe 2 Monate lang einen großen Bogen um Gletscher, Geysire und Wasserfälle gemacht. Aber heute passiert's. Ich besuche den Wasserfall Dettifoss. Bevor ich euch den Dettifoss zeige, möchte ich auf ein anderes, nicht nur isländisches Phänomen aufmerksam machen. Der moderne Ausdruck dafür ist Overtourism. Island-Experten erkennen an der Schotterstraße, wir beginnen auf der Ostseite des Wasserfalls. In Reiseführern gilt sie als Geheimtipp. Hier könne man den Dettifoss über Stunden allein anschauen, heißt es dort. Das ist offensichtlich längst Geschichte. Ich fahre an einen Ort mit vielen Menschen, um mich dort über zu viele Menschen zu beschweren. Das ist absurd. Aber ich habe das Gefühl, ich schulde dieser Filmreihe über Island zumindest eines der bekannten touristischen Großereignisse. Von der Ostseite des Dettifoss geht es zur Westseite. Eine Strecke von 30 Kilometern, erst auf einem Schotterweg, dann auf der Schnellstraße. Perfekt ausgebaut für Busse, die Besucher von den Kreuzfahrtschiffen bringen. Dazu die vielen, vielen Mietfahrzeuge. Hier ist es wie an den anderen Hotspots in Island. Für die Anreise braucht es nur ein Fahrzeug. Kein Berg wird erstiegen und kein Fluss durchwatet. Wer hierher kommt, kann Natur völlig frei von Anstrengung konsumieren. Noch vor wenigen Jahren war Island ein Sehnsuchtsort für naturverbundene Abenteurer. Heute ist das anders. Gutes Marketing, atemberaubende Natur und das Geld, das der Tourismus bringt. Inzwischen kommen jährlich über 2 Millionen Touristen in das kleine Island. Tendenz weiter steigend. Der moderne Tourismus erzeugt nicht nur in Island eigene Widersprüche, die er nicht mehr auflösen kann.
Es wäre absurd, wenn ich hier den mahnenden Zeigefinger erhebe, denn ich bin ja selbst ein Teil des Problems. Und die Menschen, die hierher kommen, haben ein ganzes Jahr dafür gearbeitet und gespart. Es ist ihr Urlaub und die schönste Zeit des Jahres. Ich darf und werde mich darüber nicht erheben oder irgendwie spotten. Und trotzdem fühle ich mich an solchen Orten nicht wirklich wohl. Denn sie haben mit dem, was ich unter Reisen und Entdecken verstehe, kaum noch etwas zu tun. Und jetzt blende ich all das einmal aus und zeige euch ein unbezähmbares Monster. Den mächtigsten aller europäischen Wasserfälle, den Daty-Foss. Ein Katarakt, der nicht nur visuell, sondern auch in Zahlen beeindruckt. 100 Meter breit, knapp 50 Meter hoch. Ein Spaßvogel hat einmal errechnet, dass die theoretische Energieleistung des Wasserfalls bei unglaublichen 85 Megawatt liegt. Aber diese Zahlen bedeuten nichts. Wer die unbändige Kraft des Daty-Foss wirklich erfassen möchte, muss ihn leibhaftig sehen und hören. Etwas weiter oberhalb liegt der Selfoss. Insgesamt gibt es in der Schlucht 3 dieser Kaskaden. Der Fluss Jökulsá á Fjöllum entspringt an einem Gletscher, entwässert einen großen Bereich des isländischen Hochlandes und stürzt dann hier über 3 Wasserfälle in Richtung Grönlandsee. Noch ein Nachsatz zum Thema Overtourism. Es ist kompliziert. Oder bin ich etwa kompliziert? Ich bin also auch weiterhin auf der Suche nach Orten, die zu dieser meiner Vorstellung vom Reisen passen. Dieser Ort hier war es eher nicht, wenngleich der Campingplatz absolut empfehlenswert ist. Daher noch ein paar Informationen zum Platz selbst und dann fahre ich weiter. Der Ausberry Campground ist der mit Abstand größte Platz, auf dem ich bisher in Island war. Die Größe war kein Nachteil. Man steht separiert, es ist ruhig und erholsam. Vor allem Isländer sind hier zu Gast und die wissen natürlich am besten, wo man in Island Urlaub machen sollte. Anders als sonst in Island ist die Auswahl des eigenen Stellplatzes reglementiert. Es gibt Zonen, die in Quadrate unterteilt sind. Am einfachsten bucht man über die App Parka, was auch Wochen im Voraus möglich ist. Doch selbst Ende Juli war der Campingplatz nie so voll, dass mir eine Reservierung notwendig schien.
Noch vor der Abfahrt fülle ich die Wassertanks. Eine gute Erklärung, ob man besser mit leerem oder vollem Tank reist, habe ich bisher nicht gefunden. Mein Anhänger hat 2 Tanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 350 Litern. Das ist eine Menge zusätzliches Gewicht, doch ich weiß nicht, was mich am Ziel erwartet. Das Wasser, das in Island aus dem Hahn kommt, hat übrigens fast immer Trinkwasserqualität. Auf Wiedersehen, Ausbury Campground. Zur Orientierung hier noch einmal eine Karte. Ich fahre von Ausbury über Húsavík zu einem Campingplatz nördlich von Akureyri. Die Strecke von etwa 180 Kilometern führt entlang der Küste und das bei erstaunlich gutem Wetter. I saw every shattered pane and every shadow in the waiting and every fear without a name. I saw every crimson tail light flame. Auf meiner Strecke liegt der Ort Húsavík, auch als Walhauptstadt Islands bekannt. Hier werden bereits seit den 1990er Jahren Walbeobachtungen angeboten. Was klein begann, ist längst ein Massenprodukt. Diverse Anbieter bringen im Schichtbetrieb immer mehr Touristen zu den Walen hinaus aufs Meer. And every step beyond the walls and truth lay in the street forgotten, but I will not leave you lost. Can't you see I've loved you all along, and I will find you. Vor Akureyri, der nächsten Stadt, liegt eine Besonderheit: dieser über 7 Kilometer lange Tunnel. Er ersetzt einen Teil der Ringstraße, die früher über eine Hochebene führte, was im Winter oft Probleme machte. Der Tunnel ist kostenpflichtig. Die Maut muss innerhalb von 24 Stunden online bezahlt werden, sonst wird es teurer. Akureyri ist die größte Stadt im Norden Islands. So viele Autos, so viele Menschen habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen. In Akureyri kann man gut einkaufen. Auch ich habe hier meine Vorräte aufgefüllt. Wichtiger war jedoch ein zweiter Stopp. Wer schon einmal mit dem eigenen Auto im Ausland unterwegs war, kennt die Angst. Man hat einen Unfall, eine Reparatur steht an. Wer hilft? Im Selbstversuch wollte ich das einmal austesten. Ganz real war ich auf der Suche nach einem Sicherungsseil für meinen Anhänger. Die Werkstatt habe ich über Google gefunden. Ich habe meinen Bedarf per E-Mail angemeldet und auch prompt eine positive Antwort bekommen. Mein Ansprechpartner Sævar bot mir an, einen Blick in die Werkstatt zu werfen. CarX heißt die Firma. Sie wurde 2004 gegründet und hat 22 Mitarbeiter. Vom Abschleppen bis zur Reparatur wird alles angeboten. Man sei zwar auf bestimmte Marken spezialisiert, so Sævar, aber im Schadensfall werde man immer helfen, egal mit welcher Marke der Islandreisende vor der Tür stehe.
Man muss mit dem Auto keine Angst haben. Auch hier im Norden gibt es gute Dienstleister. Wir werden in jedem Fall eine Lösung finden. Ich habe wieder etwas gelernt und fahre weiter. I saw every shattered pane and every shadow in the waiting and every fear without a name. I saw every crimson tail light flame. Die Strecke von Akureyri nach Höganäs zu meinem Campingplatz ist kaum 30 Kilometer lang. Dort habe ich großes Glück. In den nächsten Tagen stehe ich mit freiem Blick auf den Fjord und mutige Menschen. Die Isländer gehen selbst bei weit unter 10 Grad Außentemperatur ins kalte Meer. Oder sie liegen mit Freude im Hot Tub, beheizt mit Thermalwasser. Ich wurde in den Kommentaren immer wieder darum gebeten, mein Auto und meinen Anhänger vorzustellen. Im letzten Film war es das Auto, diesmal ist der Anhänger dran. Vorweg wieder ein paar Prämissen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich bin kein 4x4-Experte und ich bin auch kein Experte für Campinganhänger. Außerdem habe ich keinen Vertrag mit Bruder, dem australischen Hersteller des Anhängers, oder mit dem deutschen Importeur. Das heißt, was ihr jetzt seht und hört, ist explizit keine Werbung. Ich will dafür kein Geld und ich bekomme dafür kein Geld. Es ist einfach nur meine private, persönliche, ehrliche Meinung. Danach mache ich auch 3 Kreuze, denn ich mache diese Filme ja nicht, um Produkte zu präsentieren. Ich will euch dieses wunderschöne Land zeigen. Und kleiner Tipp an all jene, die sich nur für Island interessieren, springt einfach ein Kapitel weiter. So, jetzt das aus meiner Sicht Interessante und Wissenswerte zu meinem Anhänger. Den Anhänger habt ihr in meinen Filmen ja schon mehrfach gesehen. Zuallererst ein paar Daten und Fakten zum Bruder EXP8, so der Name. Ich habe den Anhänger in Australien gekauft und per Schiff nach Deutschland liefern lassen. Inzwischen gibt es auch einen für Europa zuständigen Importeur mit Sitz in Karlsruhe. Der Anhänger wiegt 2,8 Tonnen, ist knapp 7 Meter lang, etwa 2 Meter breit und mindestens 2,60 Meter hoch. Die Außenhülle ist isoliert und für alle 4 Jahreszeiten geeignet. Der Hersteller vermarktet den Anhänger als absolut Offroad geeignet und begründet das unter anderem mit der vorhandenen Winde, den Abschlepppunkten, aber vor allem mit einem außergewöhnlichen Fahrgestell. Es ist extrem belastbar. Darüber hinaus lagert die Kabine auf großen Luftbälgen und kann bei Bedarf angehoben und abgesenkt werden. In meinem Fall sind zudem Bereifung und Spurweite identisch zum Zugfahrzeug. Im Inneren gibt es ein großes Bett, eine komplett ausgestattete Küche und eine Sitzecke, die sich zu einem zusätzlichen Bett erweitern lässt. Hinzu kommen diverse Schränke,
sowie ein Bad mit WC und Dusche. Dieser EXP8 ist ein sogenannter Expeditionsanhänger, mit dem ich derzeit hier in Island nur auf normalen Campingplätzen unterwegs bin. Ihr wisst aber, mein Plan ist es, damit für viele Jahre um die Welt zu fahren, ursprünglich ja auch zu zweit. Wenn man so eine Idee hat, wenn man so etwas organisiert, dann merkt man relativ schnell, es gibt nicht allzu viele geeignete Transportmöglichkeiten. Ich stand also vor 2 Jahren vor der Frage, kaufe ich mir einen Expeditions-LKW oder diesen Anhänger? Und wenn man jetzt die Datenblätter von einem solchen LKW und meinem Anhänger vergleicht, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass ein Anhänger eine gute Alternative ist. Was auf Campingplätzen kaum relevant ist, wird später bei Fernreisen umso wichtiger. Der Bruder EXP8 kann 350 Liter Frischwasser speichern. Die Solaranlage hat eine Leistung von 1700 Watt Peak und die im Anhänger verbaute Batterie eine Kapazität von 20 Kilowattstunden. Hinzu kommen der große Kühlschrank, das Gefrierfach und die Stauräume. Diverse technische Gimmicks wie diese Überdruckanlage will ich hier nicht weiter erklären, das nähme kein Ende. 350 Liter Frischwasser, 1700 Watt Peak Solar und eine 20 Kilowattstunden Batterie, das sind Werte, die denen großer Expeditions-LKW ähneln. Im Vergleich dazu ist mein Anhänger aber viel kleiner, er kostet weniger und inklusive Zugfahrzeug verteilen sich bei mir knapp 7 Tonnen auf 4 Achsen. Ein LKW wiegt das Doppelte auf 2 Achsen. Die Konsequenz daraus kann sich jeder selber ausrechnen. Man kann also, wenn man zwischen einem Expeditions-LKW und einem Anhänger vergleicht, zugunsten des Anhängers entscheiden. Man muss es aber nicht. Beide Konzepte haben ihre Vor- und Nachteile. Und es gibt noch hunderte andere Varianten, die alle ihre Berechtigung haben. Nachdem ich mich vor 2 Jahren für meinen Anhänger entschieden hatte, wurde mir eines relativ schnell klar. Ich habe von Campinganhängern keine Ahnung und muss mich irgendwie vorbereiten. Der ADAC war dabei ein guter Trainingspartner. Im brandenburgischen Testzentrum bei Linte habe ich einen eintägigen Anhänger-Workshop absolviert. Meine Lkw-Fahrprüfung liegt immerhin schon 30 Jahre zurück und seitdem habe ich auch keinen Anhänger mehr angekoppelt. Da mein eigener Campinganhänger noch nicht in Europa war, musste ich mir einen Ersatz mieten. Beim ADAC haben wir vor allem das Rangieren geübt. Wir sind Slalom gefahren und haben das richtige Bremsen gelernt. Auf trockener Straße, bei Feuchtigkeit oder bei hoher Geschwindigkeit in der Kurve. Die Erkenntnis: kaum jemand tritt ausreichend kräftig auf das Pedal. Jetzt draufbleiben. Der Tag beim ADAC bot eine ganze Reihe von Aha-Erlebnissen. Die Praxis ist dann aber noch mal etwas ganz anderes als solch ein Training. Das habe ich gemerkt, als ich meinen Anhänger abgeholt habe. Das war im Dezember 2024. Eine Fahrt von Karlsruhe nach Berlin über 700 Kilometer bei Dunkelheit und Schneeregen, was mich als Anfänger völlig überfordert hat. Die Übergabe war für mich ein wichtiges Ereignis. Ich zeige euch jetzt davon ein paar Fotos. Der Mann, den ihr hier neben mir seht, ist der Importeur aus Karlsruhe.
Ein sympathischer Ingenieur, der fast jede technische Frage beantworten kann. Leider hatte ich für die Einweisung nur einen halben Tag Zeit. Es wäre besser gewesen, wenn ich dafür 2 Tage eingeplant hätte. Wie schon geschildert, habe ich die Fahrt nach Berlin in eher traumatischer Erinnerung. Ich kam um Mitternacht an und habe dann bis 5 Uhr morgens gebraucht, um den Anhänger in die Garage zu rangieren. Warum das Heraus- und Hineinfahren so kompliziert ist, erkläre ich euch gleich. Der Anhänger stand jetzt also immerhin in der Garage und ich hatte über mehrere Monate große Freude am Innenausbau. Ihr wisst ja, so ein Anhänger ist in ständiger Bewegung. Mein Ehrgeiz war also geweckt, alle Schränke, alle Fächer so zu präparieren, dass Gegenstände selbst bei Fahrten in schwerem Gelände an ihrem Platz bleiben. Das gelang mir mit Anti-Rutschmatten, Magneten, diversen zugekauften Halterungen und viel Fantasie. Geholfen hat mir sicher auch ein Verpackungszwang, unter dem ich seit meiner Kindheit leide. Ich habe also monatelang im Anhänger gearbeitet, mich aber nicht getraut, das Ding auch nur 1 Meter aus der Garage herauszuholen. Das eigentliche Rollout fand dann im März dieses Jahres statt. Ein langwieriger und komplexer Vorgang, wie ihr gleich sehen werdet. Ein ehemaliger Kollege von mir hat das freundlicherweise mit seiner Kamera aufgenommen. Lieber Chris, dafür nochmals großen Dank. Das Rollout war aufregend. Bedenkt, ich bin zu diesem Zeitpunkt noch immer ohne praktische Erfahrung. Dazu kommt eine gehörige Portion Respekt vor Größe und Gewicht des EXP8. Was ihr jetzt seht, ist das übliche Prozedere, um den Anhänger überhaupt aus meiner Garage zu bekommen. Denn der Platz vor der Garage reicht nicht, um den Anhänger mit dem Auto herauszuziehen. Das gelingt nur mit einer Rangierhilfe, einer Elektroraupe, die immerhin 4,5 Tonnen ziehen kann. Auf diese Art und Weise bekommt man den Anhänger zwar aus der Garage, man kann ihn jedoch nicht wenden. Denn der Anhänger ist ein Doppelachser und kann sich nicht auf der Stelle drehen. Gleichzeitig ist dieser EXP8 aber auch ein Technikwunder. Und die Australier haben sich beispielsweise für Notsituationen, wenn ein Reifen geplatzt ist oder wenn eine Achse defekt ist, überlegt, wie man aus diesem Doppelachser einen Einachser macht. Das ist jedoch technisch sehr aufwendig. Ich habe es noch nie gemacht und ich hoffe, dass es heute funktioniert. Um eine der beiden Achsen anzuheben, während die andere am Boden bleibt, wird das pneumatische System des Anhängers genutzt. Das ist ein Vorgang, der viel Handarbeit erfordert und nur in Ausnahmefällen wie diesem notwendig ist. Dazu werden Ventile geöffnet oder geschlossen, Riemen gespannt und Kompressoren ein- und ausgeschaltet. Wow, es funktioniert. Das erste Mal. Sehr aufregend. Das ist jetzt der magische Moment. Die große Frage ist, kann man ihn drehen? Ja, er lässt sich drehen. Beim ersten Mal habe ich für den Vorgang 3 Stunden gebraucht. Inzwischen schaffe ich es in 15 Minuten. Auch das Ankoppeln war anfangs ein Buch mit vielen Siegeln. Auch hierfür sind Kenntnisse notwendig, braucht man Erfahrung.
Ein Beispiel ist die Stützlast, also das Gewicht, mit dem ein Anhänger auf die Kupplung drückt. Die Stützlast ist ein wichtiger Faktor für die Fahrsicherheit. Sie darf weder über- noch unterschritten werden. Der Hänger ist gekoppelt, alle Kabel angeschlossen. Die Probefahrt kann beginnen. Ja, also der Hänger hängt am Ineos. Es hat alles funktioniert. Man merkt, das ist eine gewaltige Masse, die man da ziehen muss, aber das Auto ist angeblich dafür gebaut. Es ist aufregend, aber es macht auch eine Menge Spaß. Was ist nun mein Resümee zu diesem Anhänger? Ich bin zunehmend begeistert. Die Technik funktioniert und 10 Tage Autarkie sind problemlos möglich. Solange reicht das Wasser, der Strom zeitlich fast unbegrenzt. Das bisherige Manko, die 14 Meter Länge beim Rangieren, bekomme ich mit zunehmender Übung immer besser in den Griff. Es beginnt sogar Spaß zu machen. Soweit das Positive. Als Schwachstelle empfinde ich die hochkomplexe Steuerungstechnik. Nicht ihre Qualität, die kann ich gar nicht beurteilen, die ist vermutlich super. Das Problem ist vielmehr, ich verstehe diese Steuerung nicht. Also die Kommunikation der vielen technischen Komponenten untereinander. Ein gutes Handbuch würde sicher helfen, das gibt es aber nicht. Um da irgendwie weiterzukommen, habe ich den deutschen Importeur in Karlsruhe gefragt, ob ich bei ihm ein Praktikum machen kann. Wenn er dem zustimmt, werde ich sicher darüber berichten. Wenn ich jetzt unter all das einen Strich ziehe, kann ich aber trotzdem ziemlich klar sagen, ich würde mir diesen Anhänger wieder kaufen. Noch ein Nachtrag. Aus den Kommentaren weiß ich, dass manche enttäuscht sind, dass ich mit einem Offroad-Anhänger nicht durch das wilde isländische Hochland fahre. Tut mir leid, solche Bilder wird es aus anderen Ländern in 2-3 Jahren sicher irgendwie geben. Aktuell bin ich dazu einfach zu unerfahren und auch ein Stück weit zu feige. Was ich euch aber zeigen kann, sind 4x4 Ersatzbilder. Diese Szenen wurden mir freundlicherweise vom Importeur aus Karlsruhe zur Verfügung gestellt. Sie zeigen den Anhänger bei Testfahrten auf einer Offroad-Veranstaltung und in einem Offroad-Park. Die Bilder zeigen, dass die Bezeichnung Offroad-Anhänger für den EXP8 durchaus zutreffend ist. Man erkennt, dass das Fahrwerk in Verbindung mit dem Liftsystem gut funktioniert. Die australischen Konstrukteure haben ganze Arbeit geleistet. Ein Campinganhänger, der problemlos über einen solchen Parcours fährt, hat vor Ort für Erstaunen gesorgt, so der Importeur. Am Telefon hat er mir zudem versichert, wo Ihr Geländeauto hinkommt, wird Ihnen dieser Anhänger immer folgen. Ich bin gespannt, ob er recht hat. Die nächsten Jahre werden es zeigen. Ihr ahnt es sicher schon, ich bin kein Freund von organisierten Touristentouren. Aber heute mache ich eine Ausnahme und hoffe auf eine Begegnung
mit dem größten Tier, das auf unserer Erde lebt. Und während alle anderen mit dem Auto oder Bus zum Whale-Watching anreisen, gehe ich zu Fuß zum Hafen. Dabei werde ich euch noch kurz Campingplatz und Ort vorstellen. Seit knapp 3 Wochen stehe ich hier, direkt am Wasser und fast immer allein. Dieser Platz in Höganäs bestätigt wieder einmal, abseits der Ringstraße ist es in Island zumeist wunderbar einsam. Lasst euch von den sonnigen Bildern jedoch nicht täuschen. Jetzt, Mitte August, haben wir hier nur 10 bis 14 Grad. In den letzten 14 Tagen hat es viel geregnet, die Sonne schien nur 2-mal und die Aussichten sind kaum besser. Der Ort Höganäs hat knapp 100 Einwohner und ist mit verschlafen gut beschrieben, wie so viele Siedlungen hier im Norden von Island. Immerhin, es gibt ein Restaurant und mit Whale-Watching Höganäs einen der ältesten Anbieter von Walbeobachtungstouren hier auf der Insel. Vor dem Start müssen wir alle seltsame Strampelanzüge anziehen. Der Sinn dieser Overalls hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Sie halten zwar warm, aber ins Wasser fallen sollte man damit keinesfalls. Doch die Isländer haben viel Erfahrung und werden schon wissen, was sie tun. Das Unternehmen wirbt mit einer Walbeobachtungserfolgsquote von 99,8%. Ich bin gespannt. Wale sind faszinierende Tiere. Ich selbst habe noch niemals einen der Meeressäuger leibhaftig gesehen. In den isländischen Gewässern besteht die Chance, über 20 Wal- und Delfinarten zu beobachten. Buckelwale, Pottwale, Zwergwale. Gelegentlich sieht man hier auch Orcas oder den riesigen Blauwal. Die Tour führt nicht etwa auf das offene Meer. Im Gegenteil, es geht weiter hinein in den Fjord. We come on the sloop John B, my grandfather and me. Around Nassau town we did roll, drinking all night, got into a fight, well I feel so break up, I wanna go home, Hoist up the John B sails, see how the mainsail set. Call for the captain ashore, let me go home, let me go home, let me go home. I want to go, I wanna go home. Why don't you let me go home? Well, I feel so break up, I wanna go home, I want to go. Für das Whale-Watching verlässt der Captain dann seinen üblichen Platz. Gesteuert wird vom Ausguck. Bis heute gehört Island zu den wenigen Nationen, in denen der kommerzielle Walfang erlaubt ist. Eine grausame und selbst in Island umstrittene Praxis, die hoffentlich bald Geschichte ist. Denn die Walbeobachtung ist ein boomendes Geschäft und das vielleicht überzeugendste Argument gegen die Waljagd. Die Logik, dass sich ein Wal nur einmal jagen, dafür aber viele Male fotografieren lässt, ist bestechend und sollte auch den Nordmann überzeugen. Auch er kann rechnen. Und dann tauchen sie auf, die Riesen der Meere.
Die Choreografie ist immer gleich. Ein Wal wird gesichtet, große Aufregung, sofort streben alle Boote zum Punkt der Sichtung. Die Wale, in unserem Fall sind es Buckelwale, kann man dann beim Atmen beobachten. Doch schon nach wenigen Minuten tauchen die Tiere, um zu fressen. Dabei bilden sie einen Buckel, daher der Name Buckelwal. Nach 1,5 Stunden ist das Spektakel zu Ende. Wir fahren zurück. Das erhabene Gefühl, einen Riesen der Meere nun endlich leibhaftig gesehen zu haben, will sich bei mir jedoch nicht einstellen. Dafür sind mir die Begleitumstände dieses Ausfluges zu kommerziell. Wer weniger empfindlich ist, macht mit solch einer Tour nichts verkehrt. Ich selbst hoffe auf weitere Walbegegnungen an anderer Stelle, dann individueller, mit mehr Zeit und Ruhe. Ich nehme euch jetzt mit zu einer Wanderung und unser Startpunkt ist ein kleiner Ort mit dem Namen Dalvik. Dalvik heißt übersetzt Talbucht. Der Ort liegt, wie auch mein derzeitiger Campingplatz, am Eyjafjörður, dem mit 60 Kilometern längsten Fjord von Island. Knapp 1500 Menschen leben hier. Für isländische Verhältnisse ist das ziemlich viel. Zu den Attraktionen gehört ein Museum, das an den mit 2,34 Meter größten Isländer erinnert. Es gibt Restaurants und sogar ein kleines Skigebiet mit Liftanlage. Das mit Abstand imposanteste Gebäude im Ort ist die Kirche. Dalvik ist für die Region ein Dienstleistungszentrum, doch der Ort ist mit dem Fischfang groß geworden und lebt bis heute von seinem Hafen und dem Zugang zum Meer. Für mich ist Dalvik lediglich Startpunkt zu einer Wanderung. Endlich ohne Restriktionen. Keine Verbotsschilder, keine Begrenzungen, kein Nationalpark. Hier macht Natur uneingeschränkt Freude. Ich laufe ins Innere einer Halbinsel mit dem Namen Tröllaskagi. Die Berge sind hier mehr als 1500 Meter hoch. Alles, was man sieht, ist durch Vulkane entstanden und durch Gletscher und Wasser geformt. Überhaupt das Wasser, es strömt von überall her. Man kann hier hunderte kleiner Bäche und Kaskaden bestaunen. Was wie eine Wiese aussieht, ist Morast. Verdursten kann man hier nicht, auch nicht verhungern. Es gibt hier essbare Beeren zur Genüge. Was blühen kann, das blüht,
In Island überlebt nur, wer sich an den Wechsel zwischen kurzem Sommer und rauem Winter perfekt angepasst hat. Man wandert hier allein. Es gibt höchstens vierbeinige Beobachter. Es ist ein Lauf in eines der unzähligen unbewohnten Täler, die es hier im Norden gibt. Nichts Besonderes, könnte man meinen, aber urteilt selbst. Das war mein Film Nummer 4 aus Island. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wie ihr gemerkt habt, sind die Abstände zwischen den Videos nicht mehr 2, sondern eher 4 Wochen. Aber wenn so ein Film gut werden soll, dann braucht es seine Zeit. Zum Thema Overtourism habe ich noch ein schönes Zitat von einem deutschen Schriftsteller gefunden. Hans Magnus Enzensberger schrieb einmal: Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Wenn ich also zerstörungsfrei unterwegs sein möchte, muss ich mich wandeln. Weg vom Touristen hin zum Reisenden. Das Ganze ist aber ein komplexes Thema, ein weites Feld. Ich freue mich, wenn wir uns in 4 Wochen wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neugierig. Viele liebe Grüße, noch immer aus dem Norden von Island. Tschüss!